spezielles Projekt. Zwar, wie wir sehen hier, haben wir kein Gewinde mehr drauf. Das ist die Steckachse von einem Kübel. Wie man sehen kann, hier sowas ganz Altes. Und das ist das Projekt, was ich restauriert habe. Hier schon schön dreckig von unten. So. Und das wollte ich euch mal ganz kurz zeigen. Upp. Einmal die Bremszylinder sind undicht. Da läuft die Bremsflüssigkeit aus. Ja. So, fangen wir einfach mal an. Wir müssen auf jeden Fall das hier erstmal alles auseinanderschrauben. Denn hier eine neue Steckachse haben wir auch bereits schon. Das ist das Teil hier. Das müssen wir mal komplett tauschen. So, meine Lieben, wir sind jetzt soweit. Wir haben hier die Ankerplatte abgebaut. Das ist da, wo die Bremse drauf ist. Der kommt ab. Der sitzt hier so schön oben drauf. Ne? Bremse brauche ich euch jetzt nicht unbedingt zu zeigen. Das ist eigentlich selbsterklärend. So, hier hat man immer hier so diese Federn, die sind dann hier drin. Oder von der anderen Seite. Und gehen dann hier auf die Ankerplatte die Löcher rein. Da, da, da und da. So. Jetzt machen wir weiter. So, bevor wir das Ganze hier auseinandernehmen, weil wir müssen ja den Stumpen hier einmal tauschen, den hier, und dann müssen wir diese ganzen Schräublis hier alle rausschmeißen. Damit wir kein Malheur haben, werden wir hier diese Ablassschraube einmal aufmachen, das Öl rausschmeißen, und zum Auffüllen haben wir nachher diese Schraube hier. Und ja, dann beginnen wir mal. So Leute, jetzt haben wir das Teil hier auseinandergebaut. Zwar ist die Reihenfolge wie folgt. Ihr schraubt die ganzen Schrauben hier auseinander. Dann ist hier das Lager drauf. Das muss erstmal rauskommen. Dann kann man den Deckel abziehen und den muss man dann nachher auch rausziehen. So. Und neues Lager werden wir gleich, ne? Neues Lager machen wir rein. In der alten Welle. Oder Gewinde. So, meine Leute, um dieses Lager hier, das muss jetzt wieder auf seine Position zurückgedrückt werden, weil, also drücken geht nicht, weil das hier alles so beweglich ist. Habe ich für euch einen guten Tipp. Nehmt einfach hier so eine normale Schraube mit einer Hülse, die hier drüber passt. Einfach nur draufschrauben. So, da ist ein Gewinde drin in der Welle. So. Und da drin. Und dann einfach nur festschrauben und dann zieht sich das Ding da rein. So, nachdem der Schlüssel weggeflogen ist, haben wir hier die Nut, so, wo jetzt Springring reinkommt. So. Lass mich los. Schlecht, wenn man die Kamera festhalten muss und dabei arbeiten. So, machen wir das anders. So, und drauf mit dem Ding. Zack. So. Und schon ist die Welle gewechselt.
Anlage haben wir auch neu genommen, wie ihr das hören konntet. Jetzt bauen wir das Ganze wieder zusammen. Schön hier so, zack. So auf. Und muss natürlich ein bisschen mit Gewalt, weil ist halt, er hat hier diese 2 Führungsnasen, die sind ein bisschen stramm. So, aber das machen wir, nachdem ich hier die ganze alte Dichtung hier abgemacht habe und dann eine neue Dichtung reingemacht habe. Hier haben wir auch Dichtungssatz, haben wir hier. Ja, alles schön neu, wie sich das gehört. So, ich hoffe, das war hilfreich oder zumindest amüsant. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob das so euer Format ist. Like, Dislike, wie auch immer. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns mit Sicherheit beim nächsten Video. Viel Spaß noch!